Und Kann ich mich sehr gut erinnern, als ich das auf LinkedIn gesehen habe. Deswegen, ich habe das ja, ich sag mal, mit Inbrunst verfolgt. Ähm, ich bitte dich mal auf dein nächstes Chart zu gehen. ja, Derweil habe ich noch eine kleine ähm, Anmerkung, ich habe in meinen Vorlesungen habe ich unter anderem auch Personalthemen dabei, weil das Thema in meinem Spezialthema ist eben, ich nenne es Happy Customer Happy User ist gleich Happy Customer. Da ist eben auch wichtig, dass die Mitarbeiter Bock haben, mitzugehen. Das ist so ein bisschen absolut. aus einer anderen Blickbrille, aus einer anderen Brille, wie du das betrachtest, aber am Ende kommt das Gleiche raus. Und da Nein, gibt es das passt. die Gallup-Studie gibt es. Ja, Und bei Gallup habe ich jetzt, ich glaube, es müsste jetzt demnächst die nächste Version ja. von 2025 rauskommen. Vielleicht ist sie schon raus, ich habe noch nicht geguckt. Aber die lange Entwicklung ist, so in Deutschland 15% ganz grob waren bis 2023 ähm, Treiber und 15% haben innerlich gekündigt. Das heißt, 70% laufen irgendwie mit. Das ist sozusagen die ganz große Zahl. In Amerika sind die Werte ein bisschen anders. Da in Amerika hat man ungefähr so 30, 32, 33% Treiber. Und aber diese Werte sind sowohl in Deutschland als auch in Amerika und auch weltweit sind die zurückgegangen in den letzten Jahren. Also wirklich teilweise in Deutschland sogar dramatisch von 13 auf 9% runter. Und jetzt mal gar nicht tiefer eingegangen auf das Thema, weil im Prinzip ist es vielleicht nur ich sag mal, eine zahlentechnische Erklärung zu deiner Sicht. Die Top-Firmen, die sozusagen hier von Gallup mit hohen Werten gemessen werden und hoch heißt 50, 60% Anteil Treiber, also nicht wie jetzt in Deutschland so 9 bis 13%, sondern 50 bis teilweise 70% Treiber. Das sind High-Performance-Unternehmen und da Hm. ist halt die Kultur eine ganz andere, da sind die Werte eine ganz andere. Und deswegen glaube ich, bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer deine Kulturlandkarte hier wirkt. Genau, die Gallup-Studie ist draußen. Sie sagt gerade, glaube ich, für Europa generell 12% High Performer aus und global gesehen 20%. Mhm. Die ist gerade ganz aktuell. Ich habe auch noch nicht so im Detail reingeguckt, aber ich habe tatsächlich auch ganz zum Schluss noch was dazu, weil da gibt es nämlich tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, noch eine andere spannende Erkenntnis. Und ja, es ist richtig, Studien haben ja auch nachgewiesen, dass Menschen gesünder sind und effizienter arbeiten, wenn die Unternehmenskultur positiv und wertschätzend Mhm. ist. Ne? Dann haben sie eine starke Bindung an ihr Unternehmen und sind eben auch nicht mit Abwanderungsgedanken beschäftigt. Und Ja. dadurch sinkt ja die Fluktuation und das Unternehmen spart eine Menge Geld. Also ich meine, auch in der Gallup-Studie wird immer gerne mal vorgerechnet, wie teuer Fluktuation wirklich ist. Und das ist ja nicht nur die Stellenanzeige bei Stepstone oder sonst wo, sondern da kommt man schnell auf Kosten von 40.000, 50.000 Euro pro Stelle. Ja, und wie gesagt, was ich ja auch sehe, ist eben, wenn ein Mitarbeiter geht, bricht die Kundenbeziehung ab oder es bricht Wissen ab, das Zum letztendlich Beispiel, zu ja. Kundenbeziehungen beigetragen hat. Und deswegen ist diese Kultur und Werte natürlich super, super wichtig. Und deswegen war auch der Grund, warum wir heute reden, weil ich denke, da kann man wunderbar Brücken bauen. Wie gesagt, du hast da eine Kompetenz, die wir nicht haben, aber deswegen fand ich es eben mal auch super spannend, mal über diese Themen zu diskutieren. Genau, und wir haben dann auch auf Basis von Dingen, die es natürlich schon gab, wir nennen es Kulturlandkarte entwickelt. Und weil, so sieht das Teil aus, da gibt es diese 6 Bedürfnisbereiche, nennt sich das. Das basiert auf den 6 Bedürfnisbereichen nach Tony Robbins. Der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen, amerikanischer, sehr bekannter Motivationssprecher auch, der wirklich die Massen in die Hallen lockt. Ja. Und der hat mal diese 6 Bedürfnisbereiche aufgeschrieben. Und das Tolle ist eigentlich, dass man alle Werte, die es gibt, entsprechend zuordnen kann.
Es gibt halt die Bedeutungsebene, das ist so eine Leistungskultur. Es gibt diese Beitrag-Leisten-Ebene, Verwaltungskultur, dann Sicherheit, Komfort, die Sicherheitstypen, ne, Sicherheitskultur, Zugehörigkeit, Beziehungskultur, dann noch die Kreativitätskultur mit Wachstum und die Pionierkultur, Abwechslung, Vielfalt, halt die innovativen Sachen. Und es gibt natürlich immer wieder auch Überschneidungen so in die eine oder andere Richtung. Aber letztendlich kann man immer ganz gut erkennen, okay, wenn ich eben weiß, wo ein Unternehmen angesiedelt ist mit seinen Unternehmenswerten, dann weiß ich eben auch, wo er steht. Und das Spannende ist jetzt eigentlich, dass man danach jetzt tatsächlich sehr, sehr viel weitersehen kann. Und beispielsweise ich liebe Neurowissenschaften, muss ich dazu sagen. Ich auch. Die Neurowissenschaft ist ja eher eine noch sehr junge Disziplin in der Wissenschaft. Also ich glaube, so in den letzten 20, 25 Jahren hat das so an Fahrt aufgenommen. Und da kommt ja immer mehr raus, wie unser Gehirn tickt, was da läuft. Und das Spannende ist, dass man so viele Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft genau hier mit reinnehmen kann und dann auch und das mit den Werten verbinden kann, die uns ja ausmachen. Und das finde ich so großartig. Also es gab ja schon so vor etwas über 10 Jahren Hans-Georg Heusel, der mit seinem Buch Emotional Boosting und dann auch Think Limbic da Think so Limbic ein, wollte ich gerade auch sagen, habe ich genau, auch. ne, der war so der Vorreiter da.